Heute geht es um Bruce MacArthur, der Santa Killer. 3 seiner Opfer habe er angeblich verkleidet als Santa Claus im Einkaufszentrum angelockt. Mein Name ist Mami und willkommen zu einem neuen Video. Mr. MacArthur he looked like Santa Claus. Back on January 18th, they watched a young man walk into the 19th floor of MacArthur's apartment. Police have found the remains of at least 3 people. He didn't strike me as someone who was going to kill me. We believe there are more victims on top of those 5. I know we have a very good police force here in Toronto, in Canada, but I don't understand how it took so long. It still blows me away today that this occurred to me. This happened to me. Es war im Januar 2018 in Toronto, Kanada, als die Bewohner von Mallory Crescent nach draußen spähten und einen Zustrom von Polizeiaktivitäten in ihrem Viertel sahen. Zwischen 2010 und 2017 verschwanden insgesamt 8 Männer aus Church and Wellesley, Torontos LGBTQ-orientierten Viertel, das auch als Gay Village bekannt ist. Der Nation war es unglücklicherweise nicht bewusst, dass sie Opfer eines produktiven Serienmörders geworden waren, der fast jahrzehntelang unentdeckt geblieben war. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum und rein ins Geschehen. Bruce MacArthur wurde am 8. Oktober 1951 in Lindsay, Ontario geboren. Über Generationen hinweg hatte die Familie MacArthur Landwirtschaft betrieben und ein Pflegeheim geführt. Im Alter von 23 Jahren ließ sich Bruce mit seiner Frau Janice Campbell und ihren beiden Kindern nieder. 1990 begann Bruce, Affären mit Männern zu haben, was natürlich seiner Familie nicht bekannt war. Bruce fand eine Anstellung als Verkäufer für McGregor, Strumpfwaren und Stansfield und kaufte ein Einfamilienhaus in Oshawa, Kanadas. Nach 23 Jahren, im Jahre 1997, hat Bruce sich mit ihrer Ehepartnerin getrennt, da herauskam, dass er heimliche Affären mit Männern hatte. Er zog nach Toronto, weil es dort eine weit verbreitete Schwulenszene gab, um seine Sexualität auszuleben. Hier wurde Bruce ein bekanntes Gesicht im Gay Village, wo er Skandaraj Navaratnam traf, der ursprünglich aus Sri Lanka stammt. Und das Duo begann eine romantische Beziehung. – 2001 hatte Bruce eine Auseinandersetzung mit einem Mann aus unerklärlichen Gründen. Er schlag den Mann mit einem Metallrohr. Daraufhin bekannte er sich auch für schuldig. Bruce erhielt eine 2-jährige bedingte Haftstrafe und wurde angewiesen, auf den Konsum von Amylnitrat zu verzichten. Amylnitrat ist ein Wirkstoff für die Krankheit Angina pectoris. Es wird dafür verwendet, die Schmerzen im Brustkorb zu mildern. Ihm wurde außerdem befohlen, sich nicht in der Nähe von männlichen Sexarbeitern aufzuhalten und einen bestimmten Teil der Innenstadt von Toronto, zu dem auch das Gay Village gehörte, nicht zu besuchen. Das schreckte Bruce nicht ab und er begann, Profile in Online-Dating-Apps einzurichten. Bruce und Skandaraj blieben bis 2008, also 11 Jahre lang zusammen. Während der Ferienzeit arbeitete er nebenbei als Weihnachtsmann für örtliche Einkaufszentren. Mit seinen weißen Haaren, seinem Bart und seinem äußerlich fröhlichen Auftreten sah er perfekt aus. Aber hinter dieser Fassade der Normalität verbarg Bruce ein tiefes und ein dunkles Geheimnis. Im Jahr 2010 verschwand Skandaraj auf unerklärliche Weise, aber erst 2 Jahre später wurde das Project Houston eingerichtet, um sein Verschwinden zusammen mit dem Verschwinden von Majid Kayhan und Abdul Basir Faizi zu untersuchen. Alle 3 Männer waren häufige Besucher des Gay Village und waren zwischen 2010 und 2012 verschwunden. Skandaraj wurde zuletzt in den frühen Morgenstunden des 6. September 2010 gesehen, wie er mit einem unbekannten Mann eine Schwulenbar verließ. Im folgenden Jahr erhielten die Ermittler einen anonymen Hinweis auf Bruce' Beziehung zu Skandaraj. Derselbe Tippgeber schlug vor, dass Bruce auch Majid gekannt hatte. Bruce wurde befragt und obwohl er zugab, beide Männer aus der örtlichen Schwulenszene zu kennen, bestritt er jemals in einer romantischen Beziehung mit Skandaraj gewesen zu sein. Er gab jedoch zu, dass Majid einmal für ihn in seinem Landschaftsbaugeschäft gearbeitet hatte und dass sie einmal eine sexuelle Begegnung hatten. Er behauptete nichts über das Verschwinden zu wissen und nach einer 18-monatigen Untersuchung wurde das Project Houston geschlossen, da es an Beweisen dafür mangelte. Dann, am 26. Juni 2017, also
7 Jahre nach dem Verschwinden von Skandaraj verschwand Andrew Kinsman. Er wurde von Überwachungskameras beobachtet, als er in einem roten Van stieg, und diese Überwachung wurde an den Ermittler dann auch übergeben. So konnten sie erkennen, dass es sich bei dem roten Lieferwagen um einen 2004er Dodge Caravan handelte. Es wurde eine Bürgerversammlung abgehalten, um das Verschwinden von Andrew und einem anderen schwulen Mann, Selim Essen, zu besprechen. Das Treffen brachte einen Zustrom von Medienaufmerksamkeit auf das Verschwinden. Und seltsamerweise kaufte Bruce nur 2 Wochen später ein neues Fahrzeug. Eine weitere Taskforce wurde wieder eingerichtet, um das Verschwinden beider Männer zu untersuchen. Und dieses Projekt nannte sich Project Prism. Die Ermittler begannen, Andrews Hintergrund zu untersuchen, und sie entdeckten, dass in seinem Kalender eine Verlobung mit Bruce geplant war. Die Ermittler kannten nun die Marke des beteiligten Autos und den Namen eines potenziellen Verdächtigen. Sie mussten die beiden nur irgendwie verbinden. Die Ermittler forderten vom Verkehrsministerium der Provinz eine Liste der in Toronto registrierten Dodge Caravans von 2003 bis 2006. Es waren 6.181, aber nur 5 waren mit dem Namen Bruce verbunden. Sie stellten schnell fest, dass Bruce MacArthur der einzige war, der das Modell von 2004 besaß. Einige der Ermittler, die am Project Houston arbeiteten, erkannten den Namen sofort, also instant wussten die direkt, wer dieser Typ war. Die Ermittler begaben sich in Bruce' Wohnung, wo sie ihm Überwachungsaufnahmen zeigten, wie er den roten Dodge Caravan von 2004 fuhr. Sie konnten das Nummernschild bis zu einem Schrottplatz zurückverfolgen, wo sie es beschlagnahmten. Eine forensische Untersuchung des Fahrzeugs wurde durchgeführt und ergab Spuren von Andrew und Selims DNA. Im Dezember erwirkten die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl für Bruce' Wohnung, in dem sie Fotos von mehreren Männern fanden, die alle verstorben und gestellt waren. Am Januar 2017 bewachten sie seine Wohnung, als Bruce mit einem Mann auftauchte. Die Ermittler befürchteten, dass dieser Mann ein beabsichtigtes Opfer sein könnte. Deswegen brachen sie die Tür auf, verhafteten Bruce und fanden den verängstigten Mann nackt ans Bett gefesselt. Nochmal gut gegangen. Drei seiner Opfer habe er angeblich verkleidet als Santa Claus im Einkaufszentrum angelockt. Er hatte sein Landschaftsgärtnergeschäft genutzt, um menschliche Überreste zu verbergen. Insgesamt wurden 8 Leichen gefunden, die an verschiedenen Orten begraben waren, die mit Bruce in Verbindung standen. Darunter die Leiche von Skandaraj, Majid, Abdul Basir, Andrew und Selim. Viele der Überreste wurden versteckt in großen Plastikkrügen in einem Haus auf Mallory Crescent. Der Hausbesitzer hatte Bruce erlaubt, Gegenstände auf seinem Grundstück im Austausch für Rasenpflege aufzubewahren. Er war sich überhaupt nicht bewusst, dass Bruce es als Müllhalde für seine Opfer benutzte. Obwohl sie alle Mitglied der LGBTQ+-Community in Toronto waren, waren einige von ihnen nicht offen als schwul und lebten diesen Aspekt ihres Lebens privat. Bruce MacArthur bekannte sich für alle 8 Morde schuldig. Am 18. Januar 2018, also 8 Jahre nach dem Verschwinden von Skandaraj, im Alter von 76 Jahren, wurde Bruce MacArthur zu lebenslanger Haft, ohne die Möglichkeit einer Bewährung für 25 Jahre verurteilt. Was haltet ihr von dem Video? Ziemlich kranke Story, oder? Ach ja, ich wollte ja noch was sagen. Tatsächlich, diesmal gibt es eine Info. Staffel 10 wird ziemlich drippig. Wir arbeiten an etwas ziemlich krassem. In diesem Sinne, Peace.